an Sequoia, eine Stadt mit Küstenflair und Vorstadtromantik. Hier lässt sich die Familie Neuheit gleich mit 3 Generationen nieder. Wir begleiten die Familie bei ihrem Einzug in das frisch modernisierte Haus, der nicht nur für die Kinder Teenager Julia und Nestikchen Jona aufregend ist. Neue Stadt, neue Schule und das erste Mal in ihrem Leben werden sie auch mit ihren Großeltern unter einem Dach leben. Als wir ankommen, sind viele Möbel bereits im Haus und Julia ist dabei, ihr Zimmer standesgemäß herzurichten. Ich habe das Größere bekommen, natürlich. Es ist ganz cool. Ich kann auch auf die Bucht schauen. Das mag ich. Aber sonst, ich muss halt gucken, wie die Schule dann so ist. Ob ich mich freue, dass wir jetzt mit Oma und Opa zusammenleben? Ja klar, denke ich. Ich finde es ganz cool. Ich wäre lieber in Willow Creek geblieben, aber Papa hat hier halt einen Job bekommen. Was will man machen? Trotz ihrer Worte steht der 15-Jährigen ein gewisser Widerwille ins Gesicht geschrieben. Der jüngste Neuheitsspross hält mit seinem Unmut nicht hinterm Berg und findet klare Worte. Ich finde es doof, dass wir hierher gezogen sind. Willow Creek war viel schöner. Meine Freunde sind auch gar nicht da. Meine Großeltern? Ja klar, aber die klettern doch nicht mit mir oder spielen Fußball. Ich wäre lieber bei meinen Freunden geblieben. Auch Vater Thomas ist bei unserer Ankunft alles andere als begeistert. Das liegt jedoch eher an seinem Schwiegervater. Was passiert ist? Harry ist passiert. Wir sind nicht mal einen Tag hier und schon nimmt er das ganze Haus ein. Jetzt will er in der Garage seine Werkstatt aufbauen. Wenn er den ganzen Schrott da ablegt, kann ich nicht mal meinen Wagen in die Garage fahren. Ich hab dir schon vor Wochen gesagt, dass du deinen Carport brauchst. Ich brauche keinen Carport, ich hab eine Garage. Opa Harry sieht das wohl etwas anders. Der rüstige Rentner frönt in seiner Freizeit gern seinen Hobbys. Neuerdings hat er die Restauration für sich entdeckt. Natürlich hat er direkt darauf bestanden, dass seine Werkstatt mit umziehen darf. Isabella konnte das ihrem Vater nicht abschlagen. Jetzt müssen die Männer sehen, wie sie sich arrangieren. Ach Thomas, du weißt doch, wie Papa ist. Lass ihn doch einfach werkeln. Isa, hast du mal gesehen, wie viel Zeug er da reinschleppen will? Ach, du übertreibst wieder maßlos. Dass Thomas hier nicht übertreibt, stellen wir wenig später fest, als Harry seine Werkstatt einrichtet. Doch, das passt. Wir schieben einfach noch ein bisschen und dann geht's. Was willst du da bitte noch schieben? 7 Kühlschränke. Wenn ich die aufbereite, sind die wie neu und voll funktionsfähig, genau wie die Mikrowellen. Aber wir haben bereits Kühlschränke und Mikrowellen. Und was willst du mit einem Ventilator? Ich habe Klimaanlagen einbauen lassen. Ach, papalapap, Klimaanlagen braucht kein Mensch. Schau, den Ventilator macht man einfach an und schon wird's kühl. Immer ihr mit dem ganzen Schnickschnack. Wir sind ebenfalls skeptisch, ob sich Retro-Fan Harry hier nicht etwas verschätzt. Wir stellen noch ein bisschen um und dann passt das. Und wenn nicht, soll er die Protzkarre verkaufen. Ich soll bitte was? Isa! Mein Vater und mein Mann verstehen sich eigentlich. Sie sind halt nicht aneinander gewöhnt. Das wird noch. Wir haben so unsere Zweifel, ob Hausfrau und Bloggerin Isa hier recht behalten wird. Abseits des Werkstattdramas macht sich Oma Mona gerade daran, ihre Wohnung ansprechend zu gestalten. Also, normalerweise sieht es hier nicht so aus. Übersehen Sie bitte die leichte Unordnung. Grundsätzlich finde ich es ganz wundervoll. Wir sind ja bei den Kindern und bei den Enkeln. Wir haben unser kleines Stadthäuschen verkauft. Jetzt geht's noch mit den Treppen, aber was ist in 5 Jahren? Hier haben wir unser eigenes kleines Reich.
Die Großeltern beziehen eine Anliegerwohnung, die extra für sie angebaut wurde. Mit geschickter Hand kümmert sich Mona liebevoll darum, dass die Wohnung genauso gemütlich wird wie ihr altes Haus in Willow Creek. Währenddessen bahnt sich im Haupthaus ein weiteres Drama an. Vater Thomas sieht die nächste Hiobsbotschaft auf sich zurollen. Isa, ist das dein Ernst? Wo kommt der ganze Kram her? Das sind alles Dinge, die ich brauche. Du brauchst all diese Vorratsbehälter. Die Küche ist brandneu. Natürlich kaufe ich dafür auch neue Dinge. Und Organisation ist wichtig. Wir haben jetzt keine offen gerissenen Verpackungen mehr. Außer die Cornflakes-Packungen. Naja, Isabella hat sich und ihrer Mutter einiges an Küchenallerlei gegönnt. Um die angespannte Situation im Haus zu entschärfen, entschließt sich Isabella, mit ihren Eltern shoppen zu gehen. Neue Kleider heben sicher das Gemüt. Wo wir hinwollen? Ach, naja, Isabella meinte, wir können ein paar neue Kleider gebrauchen. Meine Kleider sind ausreichend, ich brauche nichts Neues. Sei jetzt nicht so grummelig, Harry. Was sollen denn die Leute denken? Dass ich genug zum Anziehen habe, das sollen die denken. Aber Opa Harry kommt nicht gegen so viel geballte Frauenpower an. Die beiden Frauen schleifen ihn kurzerhand mit und lassen Thomas mitten im Umzug für einen Shoppingtrip allein zurück.
neuen stilsicheren Outfits kehren die Großeltern und Isabella zurück. Thomas hat sich in der Zwischenzeit darum gekümmert, dass die letzten Kartons ins Haus getragen und der Umzugswagen abgefahren werden konnte. Ich bin seit fast 17 Jahren mit Isa verheiratet. Ich weiß, wie sie ist. Und andererseits war es mir ganz recht, dass sie ihre Eltern aus dem Haus gelockt hat. Wieso? Naja, sagen wir, mein Auto steht jetzt in der Garage. Thomas hat die Gelegenheit genutzt und die Werkstatt von Harry etwas verkleinert. Ob diesem das so gefallen wird? Das erfahren wir wohl erst in der nächsten Folge. Wir verabschieden uns bei der Familie bei ihrem ersten gemeinsamen Abendessen. Wir begleiten Familie Neuheit natürlich weiter auf ihrem Weg in ein neues Leben. Wenn ihr das auch nicht verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal und seid auch das nächste Mal mit dabei, wenn es heißt Familie Neuheit mittendrin.